es ist Teil des Jobs, es gehört auch dazu. Okay, vielleicht wird es doch nichts mehr mit Fußball. Deswegen war das so mein Vorbild als Kind. Was ist das? Das Sneaker, Wir können aber keine Musik jetzt anmachen, ne? Nee, aber wir schalten jetzt erstmal in diesen Experience in den... Schau mal hier. Du kennst dich ja aus mit dem Auto. Wir gehen in den... Gibt's gar kein Tor doch oben. Go-Kart. Go-Kart-Modus. Jetzt hör. Okay, ich habe mich schon mal angeschnallt. Was ist das? Das Sneaker, Auto passt. Sehr schön. Wenn du dann soweit bist, können wir starten, weil es wurden sehr, sehr viele Fragen von den Fans eingeschickt für dich. Wir schauen das dachte mal. ich mir schon fast. Dachtest du dir schon? Yes. Wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, hab schon gedacht, ein paar könnte ich vielleicht sogar für dich beantworten. Ja, dann machen wir das doch so. Nein, Wenn du nein. denkst, du kennst die Antwort, dann antwortest du drauf, okay? Okay, aber die erste Frage darfst du erstmal beantworten, weil da geht's einige Jahre zurück. Denn da kam die Frage, wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen? Jetzt werden wir wieder unterbrochen. Wie ist denn Ich habe in einer halben Stunde Besprechung. Wir müssen los! Jetzt aber! Kannst du nochmal den Go-Kart-Sound machen? Let's go. Wir haben uns jetzt überlegt, normalerweise fahren wir mit den Jungs ja immer von zu Hause zum Trainingsgelände. Ja, da wären wir bei mir schnell da. Da wären wir bei dir auch schnell Gespoilert da. jetzt. Und wir nutzen jetzt einfach mal die Mittagspause. Dann haben wir uns überlegt, wie wir das Format nennen könnten. Mittagspause mit Möhrchen. Mörchen. Clara Mohr. Oh mein Gott. Wir wollen erstmal ein bisschen zurückgehen. Da kannten wir uns noch nicht, deshalb kann ich die Frage nicht für dich beantworten. Aber wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen und wann hast du gemerkt, da geht wirklich was? Zum Fußball gekommen bin ich sehr früh, weil ich einen älteren Bruder habe. Und als der so 5 oder 6 war, war ich schon immer mit am Fußballplatz. Also mein Vater war sein Trainer, sein Jugendtrainer, sein erster. Und ich bin dann immer schon mit 2,5, 3 da auch mit rumgehüpft und wollte immer mitspielen unbedingt. Das heißt, da habe ich angefangen zu kicken und habe dann da auch schon in sehr jungen Jahren schon mit den Älteren immer mal wieder mitgekickt. Deswegen so mit 3,5 dann glaube ich auch richtig im Verein, dann in der G-Jugend. Da war dann auch mein Papa mein erster Trainer. Und deswegen, ja, so habe ich dann zum Fußball gefunden. Vor allem eben, weil mein Bruder auch gespielt hat. Und ja, von klein an natürlich schon immer auch mit Papa im Stadion gewesen und immer Fußball geschaut auch. Deswegen hat sich das für mich relativ schnell ergeben, dass ich auch Fußball spielen will. Und wie schwer war dann wirklich der Weg für dich zum Profi? Oh, sehr schwer. Also zu dem Profi, der ich jetzt bin, war ein sehr, sehr harter, langer Weg. Zum Profi selbst, der war eigentlich relativ, nicht einfach, aber relativ simpel, weil ich sozusagen bei meinem ersten Ausbilderverein, bei meinem ersten NLZ-Verein Greuther Fürth alle Jugendmannschaften durchlaufen habe und dort dann auch mit 16 das erste Mal bei den Profis dabei war und mit 17 dort auch schon gespielt habe und dann dort eben meinen Profivertrag unterschrieben habe. Aber ja, dann gab es auch ein paar Jahre natürlich, die nicht so gut waren, wo ich dann gedacht hätte, okay, vielleicht wird es doch nichts mehr mit Fußball. Deswegen bin ich aber froh, dass ich dran geblieben bin, dass ich vielleicht auch das Quäntchen Glück hatte, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann nach 2 Jahren gar nicht spielen, dann trotzdem noch den Weg in die Bundesliga gefunden habe. Darauf freuen wir uns natürlich auch sehr, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Du hast eben schon ein bisschen von der Kindheit erzählt. Hattest du denn als Kind ein Vorbild, das du nennen kannst? Ja, dadurch, dass ich ja natürlich Deutschland-Fan auch war und selber Linksfuß bin und die Linksfüßer rar waren, gab es da diesen einen Linksfuß in der Nationalmannschaft, Lukas Podolski. Und weil der auch so ein, sage ich jetzt mal, offener und kommunikativer und sehr lebensfroher Mensch war, wurde ich auch oft mit ihm verglichen, weil ich eben ja auch ein bisschen aufgeweckter bin. Deswegen war das so mein Vorbild als Kind, ja, wegen dem guten linken Fuß und ich ja auch früher Stürmer war. Ach so, da haben wir dann auch noch was über dich gelernt. Vielleicht erzählst du noch was aus der Vergangenheit oder jetzt. Gibt es ein Tor, was für dich das schönste Tor war, was du bisher geschossen hast?
So viele Tore habe ich jetzt noch nicht geschossen. Früher in der Jugend natürlich mehr. Ich wollte gerade sagen, als Stürmer. Aber wenn ich eins rausnehmen muss, dann ist es zuletzt mein erstes Länderspieltor gewesen. In Hoffenheim gegen Luxemburg. Das Freischusstor. Weil es einfach, es war jetzt nicht brutal schön, aber ich glaube, Freischusstore sind immer was Besonderes. Und dadurch, dass mein erstes Länderspieltor war, natürlich doppelt schön. Es haben ja schon viele gemerkt, dass Freistöße dir besonders gut liegen. Wir wissen auch, dass du sie viel trainierst, aber da kam nochmal spezifisch die Frage, wie wichtig sind für dich Freistöße und wie oft trainierst du das? Hast du da eine spezielle Technik? Ja, Standards sind so ein bisschen zu meinem Spezialgebiet geworden über die Jahre. Ich habe natürlich schon immer Ecken und seitliche Freistöße oder Freistöße aus dem Spiel getreten. Dass jetzt die direkten Freistöße noch dazugekommen sind, ist natürlich schön, weil das nochmal eine weitere Waffe ist. Und trainieren tun wir sie als Mannschaft einmal die Woche, immer donnerstags. Da haben wir so Standardtraining, da nehmen wir uns auch die Zeit. Das ist wichtig, auch für die Abläufe. Und meine direkten Freistöße, da haben wir seit diesem Jahr auch ein Spielzeug mit so einer Freistoßmauer, die man steuern kann. Probiere ich auch zweimal die Woche eigentlich hinzukriegen. Aber auf jeden Fall immer einen Tag vor dem Spiel, weil es einfach nochmal ein gutes Gefühl gibt, sich da ein paar Bälle zu nehmen und weil es dann einfach auch die Situation im Spiel so ein bisschen simuliert und man sich dann auch im Spiel wohler fühlt, weil man eben die Abläufe drin hat. Aber ich bin großer Fan von Standardsituationen, weil man da auch echt Spiele entscheiden kann, wie man immer wieder sieht. Und als Verteidiger auch mal Tore schießen kann. Und als Verteidiger kann man sich natürlich auch mal ins Tore-Schießen einmischen, genau. Du hast jetzt eben schon von deinem Bruder und von deinem Papa erzählt, wie die dich geprägt haben. Wer hat dich außerhalb deiner Familie am meisten positiv beeinflusst und geprägt in deiner bisherigen Karriere? Das ist eine gute Frage. Also natürlich muss ich meine Frau jetzt hier nennen, nicht, dass es sonst Ärger gibt. Meine Frau auf jeden Fall menschlich sehr geprägt, weil wir auch schon uns kennen bzw. zusammen sind, seitdem ich sozusagen Profi wurde und sie auch meine Karriere miterlebt hat und alles mit durchlaufen hat, auch die Zeiten, wo es nicht so gut lief. Deswegen sie auf jeden Fall neben dem Platz. Auf dem Platz natürlich Mitspieler, mit denen ich immer wieder zusammengespielt habe, auch die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben, vor allem ältere Spieler auch. Man lernt ja nie aus, auch jetzt noch in der Nationalmannschaft Spieler, die einem immer wieder helfen und Tipps geben. Zuletzt jetzt auch Joshua Kimmich, wie man eine Mannschaft führt, als ich hier Kapitän wurde. Es sind so immer mal wieder Persönlichkeiten, aber ich muss natürlich auch meine Freunde nennen, die mich geprägt haben, die natürlich auch aufgepasst haben, dass ich nicht durchdrehe, aber was bei mir eigentlich eh nicht der Fall war oder da war nie Gefahr da. Deswegen, ja, meine Freunde, meine Frau und natürlich aber auch Mitspieler in den vergangenen Jahren. Was würdest du heute deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Also ich bin ja ein großer Fan davon zu sagen, ich bereue nichts, was ich in meinem Leben gemacht habe, weil alles hat mich zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Das sage ich den Leuten immer wieder. Aber ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich einfach sagen, bleib dran, glaub an dich, bleib geduldig. Das kommt alles von allein, aber ich glaube, ich habe vieles richtig gemacht. Das klingt jetzt blöd, aber ich glaube, dadurch, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin und hier als Kapitän von RB Leipzig bei dir im Auto sitze, das heißt, dass ich schon ein paar Sachen richtig gemacht habe. Und deswegen würde ich eigentlich jetzt nicht viel ändern. Ich würde ihm einfach sagen, er soll genauso weitermachen und soll auf seinem Weg bleiben und weiter an sich glauben. Sind das auch die Ratschläge, die du jetzt einem jungen Spieler, der neu zu euch ins Team kommt, geben würdest? In erster Linie natürlich, dass sich an mir orientieren soll. Nee. Wir haben ja immer viele junge Spieler. Ich probiere ihnen natürlich zu helfen, indem ich von Anfang an ihnen sage, dass ich für sie da bin, ein offenes Ohr habe, auch jederzeit ansprechbar bin, falls sie Tipps, falls sie Fragen haben, falls sie aber auch was bedrückt. Ich habe es auch zuletzt, weil Hardy hier bei dir im Auto saß, so einem zum Beispiel schon geschrieben, bevor er überhaupt ankam, eine kurze Instagram-Nachricht, weil ich glaube, die Jungs freuen sich einfach, wenn sie schon merken, dass sich jemand auf sie freut, dass sie hier willkommen sind. Und ich glaube, das sind manchmal die Kleinigkeiten, die jungen Spieler ein gutes Gefühl gibt. Früher war noch ein bisschen mehr alte Schule, als ich Profi wurde. Mittlerweile ist das alles viel angenehmer geworden, aber ich schaue auch trotzdem, dass ich zu den jungen Spielern immer einen guten Draht habe und ein offenes Ohr für sie. Und ich würde als Tipp immer mitgeben, dass sie an sich glauben sollen und dass sie vor allem geduldig sein sollen und nicht zu viel auf einmal wollen.
Du bist da, glaube ich, ja auch ein bisschen jetzt als Kapitän auch in diese Rolle reingewachsen. Da hat jemand die Frage gestellt, wie ist der Druck als Kapitän, beziehungsweise hat sich dahingehend was verändert für dich? Im Gegenteil, sogar. Es nimmt mir ein Stück weit irgendwie Druck, weil ich jetzt mehrere Aufgaben nochmal habe. Mich fragen viele, ob das jetzt so eine doppelte Belastung ist, ob das nicht anstrengend ist. Aber für mich ist es eher wie so eine extra Motivation, so ein Push, weil ich mich dadurch einfach am Platz auch nochmal ein Stück weit wohler fühle, weil ich weiß, ich muss immer vorangehen. Selbst wenn ich jetzt nicht mein bestes Spiel mache, weiß ich, kann ich dem Team trotzdem helfen, indem ich meine Funktion als Kapitän nachkomme, indem ich pushe, indem ich eine gute Körpersprache habe, indem ich jeden Spieler helfe um mich herum und für die Stimmung am Platz auch sorge. Und deswegen ist das für mich eher wie eine extra Motivation als irgendwie auch extra Druck und natürlich für mich persönlich auch wichtig in meiner Entwicklung als Mensch und als Spieler. Trotzdem gibt es ja auch immer mal Kritik. Wie gehst du als Profi damit um, egal ob es jetzt bei Social Media ist, aber auch vom Trainer, Team, Presse, Fans? Ja, Kritik ist, glaube ich, völlig normal. Wir sitzen auch jede Woche oder alle Wochen mal immer wieder mit Reportern zusammen. Wenn es dann gut läuft, dann loben sie einen natürlich. Und wenn es schlecht läuft, sind diese Leute, die dich loben, dann die Ersten, die einen Artikel über dich verfassen, wo irgendwas Kritisches drinsteht. Deswegen muss man in dieser Fußballbubble, in dieser Fußballwelt immer aufpassen, welches Lob man wie sehr einordnet und natürlich auch, welche Kritik man wie einordnet. In erster Linie ist mir wichtig, dass ich mit mir selber persönlich immer zufrieden bin, dass der Trainer natürlich mit mir zufrieden ist. Viele Leute wissen oftmals nicht, was auch Vorgaben sind, deswegen ist Kritik oftmals irgendwie schwer einzuordnen von Leuten, die nicht wissen genau, was gefordert ist. Jeder ist natürlich immer Fußballexperte, jeder da draußen ist immer der perfekte Trainer, der perfekte Spieler. Aber kaum einer hat schon mal selbst auf dem Rasen gestanden. Ja, wenige, deswegen... ich nehme es auch oftmals mit Humor natürlich und je länger man, glaube ich, in dem Geschäft ist, desto besser kann man damit umgehen. Früher natürlich als junger Spieler, wenn man dann Artikel gelesen hat oder auch Kommentare, die nimmt man sich nochmal anders zu Herzen. Mittlerweile weiß ich das gut einzuordnen. Ich sage immer so schön zu Leuten, die jetzt nicht unseren Beruf haben, sage ich immer, stell dir das ungefähr so vor, wie wenn du einen schlechten Arbeitstag hättest und du würdest nochmal im Internet überall deinen schlechten Arbeitstag als Highlight sehen und andere Leute würden noch drunter kommentieren, was sie besser gemacht hätten, obwohl sie vielleicht von deinem Job keine Ahnung haben. Ne? Und dann können sich manchmal die Leute vorstellen, wie nervig es ist, aber es ist Teil des Jobs, es gehört auch dazu, dass wir mal kritisiert werden, dass wir Hate-Kommentare kriegen. Man muss lernen, damit umzugehen und ich lese mir gerne die positiven Kommentare durch, da kommen ja auch immer mal wieder welche und von denen probiere ich ein bisschen mehr zu zehren als von den negativen. Das tut gut. Welche Routinen hast du, um mental herunterzufahren? Ich sehe Fußball als mein Job auch und deswegen ist das auch oftmals so, dass wenn ich ins Auto steige, nach Hause fahre vom Training oder vom Spiel, dann war es das mit Fußball. Dann wird auch nicht mehr drüber geredet, mein Umfeld weiß es dann auch und ich denke auch nicht mehr groß drüber nach. Ich lese mir keine Zeitungen durch. Ich probiere das auch oftmals so, einfach dann abzuschalten, probiere mich abzulenken natürlich mit meinen anderen Hobbys, die ich habe, weil es dreht sich nicht alles nur um den Beruf. Ich glaube, jeder da draußen weiß das. Keiner geht von der Arbeit nach Hause und beschäftigt sich da auch 24/7 mit seinem Job. Deswegen probiere ich so einfach immer mal wieder meinen Kopf frei zu kriegen, aber natürlich auch mit Freizeitbeschäftigung, ne, wie Golfen, jetzt Musik ist ein Hobby bei mir geworden, mit Freunden natürlich viel treffen, ansonsten einfach auch vorspielen, jetzt wenn es da um den mentalen Druck geht, probiere ich mich immer abzulenken eigentlich, einfach auch oftmals mit Freunden nochmal lustig hin und her zu schreiben, zu telefonieren. Das sind immer so schöne Momente, weil man dann nochmal seine Liebsten dann sieht irgendwie und das hilft mir eigentlich dann immer, mich abzulenken. Hilft dir dieses Abschalten auch, um mit Niederlagen umzugehen oder was ist da dein Umgang? Ja, das ist, wenn wir verloren haben, dann gehe ich nach Hause und dann war das halt ein schlechter Arbeitstag. Dann ist das einfach abgehakt zu Hause und na klar muss man schauen, weil dann kommt hier dann irgendwie die Highlights bei YouTube vorgeschlagen, dann wird man da irgendwo drauf verlinkt, dann scrollt man hier nochmal durch Instagram, sieht natürlich was oder TikTok. So ganz ist es nie weg, aber ich probiere das dann einfach so gut wie möglich, dann einfach zu vergessen, abzuschalten, probiere mich abzulenken und meistens klappt das eigentlich auch ganz gut, seitdem ich jetzt gelernt habe, das einfach zu trennen.
Was ist deine Lieblingssportart neben dem Fußball? Beziehungsweise gibt es noch eine Sportart, in der du richtig gut bist? Richtig gut ist jetzt relativ. Ich golfe jetzt seit 2 Jahren. Ich würde sagen, das ist relativ anschaulich. Ja, deswegen Golfen macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Eine Sportart, die mich sehr interessiert, wo ich auch sehr oft schaue und wo ich mich mit beschäftige, was ich auch sehr gerne selber mal trainieren würde, aber was natürlich schwer zu verbinden ist, ist Mixed Martial Arts. Oh. Ich schaue immer wieder UFC, jetzt aber auch Octagon in Deutschland, was mich interessiert, aber das ist natürlich schwer zu verbinden. Ich schließe jetzt einmal mal die Frage an, vielleicht hilft dir das bei der Antwort. Hast du schon Pläne, was du machst, wenn du mit dem Profifußball aufhörst? Aber bevor du antwortest, einmal an euch, wer noch nicht uns gefolgt ist, einmal ein Follow da lassen, Natürlich. Video liken und dann Alles, verraten wir, was alles, David, was geht, kommentieren. jetzt verraten wir, was David nach der Karriere vorhat. Genau. Nichts mit Fußball, Stand jetzt. Ja, ich plane eher außerhalb vom Fußball. Bin jetzt seit 2 Jahren auch ein bisschen im Musikgeschäft drin, in der DJ-Szene, wie man mitbekommen hat. Deswegen kann ich mir ganz gut vorstellen, dass ich irgendwas mit Musik danach mache, sei es jetzt produzieren selber, ein Studio besitzen oder halt vielleicht sogar als DJ arbeiten, weil es einfach cool ist. Die Bubble ist cool. Ich habe viele Freunde auch schon in der DJ-Szene und ja, da gefällt mir einfach der Umgangston untereinander, einfach wie der Vibe da ist und ich glaube, das ist ein entspanntes, lustiges, cooles Miteinanderarbeiten und ja, da kann ich mir vorstellen, dass ich da ein bisschen was rumwurschtel und vielleicht links und rechts noch ein paar andere Themen. Ich durfte ja schon mal ein bisschen was davon hören, aber vielleicht teilst du ja auch irgendwann mal was, dass Ja, die Leute da was hören mal schauen. können. Was ist dein Laster oder Guilty Pleasure? Ui. Schwer, gell? Naja, also ich liebe Essen, deswegen richtig, richtig gutes Essen. Manchmal ist es natürlich ja, für einen Sportler nicht so gut, wenn man die ganze Zeit das isst, was man will, aber also Essen ist wirklich ein Guilty Pleasure bei mir. Damit kriegt man mich eigentlich immer mit richtig gutem Essen, auch mit Süßigkeiten. Kommen wir jetzt nochmal auf die aktuelle Situation Fußball zurück. Was war bisher der stärkste Auftritt des Teams in dieser Saison? Also welches Spiel? Ja, ich würde, also erste Halbzeit Bayern. Hat Spaß gemacht? Ich nehme das Spiel Frankfurt jetzt mal raus. Ich glaube, da waren wir auch griffig, haben wir sehr gut gespielt. Das war ein sehr dominantes Spiel auch von uns und sehr reif auch. Ja. Jetzt sind wir gleich wieder da, deshalb zum Abschluss noch ein paar Quickfire-Questions, schnelle Antworten. Ja. Wer war dein härtester Gegenspieler? Ich sag immer wieder... Wo müssen wir jetzt hin? Du Wo parken die? kannst hier und den Schlüssel dran halten. Brahim Diaz und Fabio Conceição. Das sind so 2 kleine, dribbelstarke Spieler und die waren wirklich sehr, sehr unangenehm. Okay, wir brauchen schnellere Antworten. Warum die Nummer 22? 22.04. ist mein Geburtstag. Hätte ich für dich beantworten können. Wer ist der witzigste im Team? Ich finde Castello sehr, sehr lustig. Wer ist der beste DJ im Team? Du darfst dich auch selber nennen. Ich. Wer ist dein bester Kumpel aus der Mannschaft? Oh, gute Frage. Ich verstehe mich eigentlich mit allen gut. Wenn ich jetzt einen nennen müsste, mit dem ich mich am besten verstehe. Darf ich auch einen Mitarbeiter nennen? Ja. Philipp Fricke, unser Koch. Grüße Wegen gehen raus. Essen. Grüße gehen raus. Was ist dein Lieblingstattoo? Ich sag der Blitz hinterm Ohr. Was bedeutet der? Weiß nicht, das ist so ein bisschen so mein Merkmal geworden einfach. Okay. Und letzte Frage, wer ist dein bester Kumpel aus der Nationalmannschaft? Josua Kimmich. Dich gefolgt natürlich von Robert Andrich. Das ist auch fies, nur eins zu nennen. Ne? Ja. Also, cool, David, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben Sehr gerne. viel über dich gelernt. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Einheit. Zweite Einheit ruft jetzt. Sehr gut. Danke dir. Vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao, ciao.